Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du musst mir eine viel... Ja, wo fahren wir jetzt hin? Ach so, okay. Zum Flughafen, oder was? Zeit, um das Team zu komplettieren. Wir fahren jetzt zum Flughafen und holen den Ringertrainer Babak ab. Wir sind nicht offen. Oh, was haben wir falsch? Yes, welcome to Croatia. Rafa und Babak sind im Landeanflug, werden jeden Moment hier rauskommen aus dem Gate. Und dann in den nächsten Stunden geht es auch schon los mit dem ersten Wrestling-Training, weil wir warten eigentlich nur noch, dass die Jungs das Trainerteam komplettieren. Und um 18 Uhr ist die erste Wrestling-Session. Und ich weiß, Aleks freut sich riesig auf das. Riesig. Totenstille hier. Es ist echt kein Mensch, aber es liegt nicht nur an diesen doofen Masken, sondern es ist auch fast kein Flugverkehr. Also es ist echt schwierig, aus Schweden jemanden hierher zu bringen und noch schwieriger, ihn wieder nach Hause zu bringen. Weil es wird eigentlich jeder zweite Flug, den wir gebucht haben, wurde gecancelt. Also wir sind echt froh, dass die zwei hier ankommen. Ab ins Gym. Montagabend, erstes Wrestling-Training. Es fehlen noch ein paar Leute, wir sind ja noch nicht komplett, aber das ist mal hier der harte Kern. Trainer sind alle hier und du kannst die Energie richtig spüren. Auch wenn das Wetter nicht mitspielt, aber das ist komplett egal. Wir sehen irgendwas ganz anderem hier. Endlich wieder hier, wobei endlich ist gut gesagt. Wir sind eine Woche im Dilo zu Hause gewesen und sind schon wieder hier. Hat sich angefühlt wie ein Tag, aber es ist ein gutes Gefühl auf jeden Fall. This is the most important sparring partner we have here and a really strong athlete. Thank you, coach. Thank you. It's a pleasure. We have two speakers today. Oh, why not? Two speakers. Oh, mashallah. You see the head? You see the head? Same. Watch out. Same shape. Watch out. This motherfucker Who is here? Watch out. Rafa in the house. Where do you go? Yesterday we went to down. Kamaru Usman. He can fight 77 against Kamaru now. My name is Babak. I'm a MMA wrestling coach, and originally I'm from Iran. Today we do a really good warm-up, and then after that we're going to do some drills. A lot of takedowns today. A lot of takedowns. Everybody fight MMA here, right? So when you guys fighting, it comes to you without thinking. That's why you do a lot of drills. So when you go for takedown, you don't think much. It just happens. Yeah, I think he's doing better and better day by day. You have to remember, he actually fought one of the guys that I used to train. So I can see Volkan, you know, I can see his development since then. He's doing better and better, and I think from last camp, since I joined the team, Smith, till now he has developed a lot.
especially in my department. I think in all departments, every camp is getting better and better. But I think he's doing so because he's so interested in learning. One guy, I need to see one guy to win. If you open your hands, you're the loser. All right, here we go. Lock hands. Do not open up. Ja, sicher. Ich meine, Ivan Erslan ist ein ebenbürtiger Gegner, er ist oder Sparringpartner, Trainingspartner. Der Typ hat eine großartige Zukunft vor sich, ist ein irre guter Athlet, wahnsinnig stark, Wahnsinn. Die zwei passen einfach zusammen wie die Faust aufs sogenannte Auge. Good job, Ivan. Action. Yes, yes, yes. Nice. Good job. That's very good. And he's not lazy for being a light heavyweight because usually these guys at that division, I have so many guys like him and heavyweights. There's a lot of things they don't want to do, especially in the wrestling department. They don't want to do it. I haven't seen any guy in his weight class. They're willing to do all the exercises more than anyone else. And this guy, he does it. And like yesterday, I had the wrestling class. He was doing better than all these little midgets. So, I mean, you know, being a big guy, he was faster than anyone else, and it's amazing to watch. It's really amazing. Am Weg ins Gym wieder mal. Wir sind im zweiten Camp-Teil und jetzt kommt das erste Sparring. Ivan Erslan und Ante Delia warten schon im Gym und sind hoch motiviert. Die zwei Jungs sind echt der Hammer. Also ohne die wäre das Camp echt schwer hier umzusetzen. Ja. Für die beiden ist es natürlich auch ein geiles Training, aber die sind genau die richtigen Jungs am richtigen Level für den Aleks, für diese Vorbereitung. Das wird richtig Bombe. Sparring Session. Nummer 6 im ganzen Camp. Das ist jetzt die Nummer 6, oder? Ja. Nummer 6. Okay. Dann radite snagu kondiciju, a? 5 Futter. Sagst du dann, welche Runde? Keine Ahnung, das habe ich nicht gesehen. Das ist Also ich bin Julia Peitsch, ich wohne in Frankfurt am Main, aber ich komme ursprünglich aus Montenegro und aus Bosnien. Ich wünsche dem Aleksandar Rakic erstmal viel Glück und viel Erfolg für seinen nächsten Kampf und ich gucke immer hier fleißig zu, wenn er trainiert mit den anderen Leuten, habe ich immer noch ein drittes Auge. This camp so far it's been a really good camp. Aleks is very prepared, he's very strong, very fast. We have him exactly in the point that we want to have him at this point of the camp. Yeah, Aleks is ready to fight anybody. He's already at that point. So I'm happy that he's Thiago number 2, a great fighter. Actually from the last fight. It's just from the last camp. He make a huge improvement. You know, after that fight, he become a completely different fighter in general. So, you good? Yeah. And look what we're gonna do. I'm Ivan Erslan.
I'm coming from American top team Zagreb, Europe, and I'm fighting for the Polish the KSW organization. So I heard and I know Aleks from the internet media and stuff like that. We are very good from the media, and then I came to the United States to American top team headquarters, and then I met Aleksandar. It was our we had the same camp at the same time, so our friendship started there 2-3 years ago, and the same with the Ante Delia. Also 2 years ago we started training together, and since then I'm just getting better with these guys. Keep up with your level changes. Get used to that. Get used to those level changes. Yes. You see his reaction. Good. He's right there. Yes, wiggle, wiggle, keep wiggling. Keep moving, keep moving. Smuggling. Great space, smuggling. Very nice. Take your time now. Now we're gonna relax. Stay there. And get heavy on the shoulder, go up to the shoulder. Relax. Very good strategy, very good. You breathing. Rechte, 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 rechte. Rechte, rechte. Zweimal schon rechte. See, Ante and I talk about Aleks, and development is crazy. Every camp he comes here, he is in such a good shape. Wow, today's sparring probably one of the best sparring we had. Closer we get to the fight, this is what we want to see. And this week we push him really hard. This probably is going to be the hardest week. But today's sparring was amazing, especially with the combination, with the takedowns. And he stayed heavy, and it was amazing. I liked it. I'm very happy. No, I'm just happy to be in the camp. I'm happy to train with him. I'm happy to be his friend, his training partner, and help him with the MMA part. The grappling part for me is huge. I've been in this situation before with other athletes, and I say Aleks every time. He's making history right now. So I just like to be part of that. Is this guy behind me in the cage? Not anymore. Not anymore. But yes. He's somewhere there. The tall guy. The tall guy. You're talking about Roberto? No, he's a midget. He's not that big. Wir sind in der Cottony Showküche, und wie du siehst, es sind mehrere Kochkünstler hier, nicht nur Igor Pokrajac, der das Ganze anleiten wird. Извините, то имя? Matko. Matko ist auch hier, der macht schon das Fleisch bereit. Teletina jetzt auch. Kalb? Kalb, ne? Heute halte ich mich zurück mit dem Kochen. Naja. Aber. Schmeckt Bombe, also das Fleisch schaut sich das an, Alter. Genau so wie ich das mag. Innen Medium, außen
super gebraten, super gewürzt. Und Süßkartoffel ist einer meiner Lieblingsspeisen. Keine Steak. Ich sage jetzt einmal, für den Gesundheitssportler liefert eine gesunde, ausgewogene Ernährung ja ausreichend Nährstoffe. Nur wenn du zweimal am Tag in einem Camp so hart trainierst wie der Aleks, das heißt immer bei der Belastung so eine 7, 8 liefern musst, ich sage jetzt mal 10 ist das höchste, dann braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Versorgung, als was ein Steak hergeben kann. Meine absolute Lieblingsaufgabe, Supplemente einsortieren. Wenn man uns zuschaut bei solchen Dingen, glaubt man ist in einer Apotheke. Aber tatsächlich braucht es für so einen UFC-Athleten auf dem Level einfach einen Haufen Zeug. Und das muss natürlich ordentlich vorbereitet sein und für einen Sportler ganz einfach, ohne nachzudenken, einfach alles einnehmen zu können. In der Früh, zum Mittag, am Abend, wann auch immer er das einnehmen muss. Eins ist ganz wichtig, Leute, zu verstehen, dass das sollte nicht jeder Sportler machen. Und schon gar nicht Einstiegssportler, Hobbysportler, Gesundheitssportler und so weiter. Da geht es echt darum, das ist berechnet, was muss der Aleks nehmen, um sein optimales Leistungslevel zu erreichen. Und das ist halt dafür notwendig. Und jeder muss das individuell mit einem Fachmann, mit einem Arzt oder was auch immer abstimmen, was er tatsächlich braucht. Wir machen ja auch regelmäßige Blutanalysen, eine Vollblutanalyse mit dem Aleks, sodass wir herausfinden, was er wirklich braucht. Also das macht man nicht auf gut Glück nach irgendeiner Liste, die man im Internet gefunden hat.